Und es sieht jetzt schon wahnsinnig cute aus. Sieht sehr cool aus. Und es sieht auch schon richtig urig aus. Alles irgendwie cute. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Alex und gemeinsam mit Alicia reise ich nun schon seit einigen Monaten durch Südostasien. Heute nehmen wir euch mit nach Südkorea, ein Land, auf das wir uns schon sehr gefreut haben. Ich freue mich. Wir zeigen euch, wie wir uns hier fortbewegt haben, wo wir geschlafen haben, was wir gegessen haben, was wir gesehen und erlebt haben. Und zwischenzeitlich haben wir uns dabei sogar gefühlt wie Könige. Aber dazu später mehr. Vergesst auf keinen Fall, den Kanal zu abonnieren, um auch die folgenden Videos nicht zu verpassen. Und dann starten wir mit unserer Anreise nach Jeonju. Let's go! Wir waren jetzt schon für ein paar Tage in der Hauptstadt Seoul. Aber wir haben uns gefragt, wie mag wohl das wahre Südkorea sein? Deswegen haben wir uns in den Zug gesetzt und sind ca. 230 Kilometer südlich gefahren in die kleine Stadt Jeonju. Hier soll es nämlich eine besonders schöne Altstadt geben und gleichzeitig ist die Stadt berühmt für ihre besonders traditionelle Küche. Rucksack ist wieder auf dem Rücken. Wir sind angekommen in der Stadt von Jeju-an. Direkt in der Altstadt hat Alicia uns hier irgendwo ein schönes Hotel rausgesucht. Und es sieht jetzt schon wahnsinnig cute aus. Guckt euch das Tor auf der anderen Seite an. Boah. Wir sind quasi direkt vor der Tür abgelassen worden. Genau da drüben ist unsere Unterkunft. Let's go! Und wir haben Traumwetter, wirklich, die Sonne scheint, wir haben blauen Himmel. Wir sind angekommen jetzt hier bei unserer Unterkunft. Wir werden wahrscheinlich hier in so einem traditionellen Zimmer schlafen. Sieht sehr cool aus. Hanok genannt, glaube ich. Und aus solchen Häusern besteht hier die ganze Altstadt, die wurde noch aufrechterhalten. Super cute, und weil es noch sehr früh ist, also wir haben jetzt 10 Uhr, können natürlich noch nicht ins Zimmer einchecken, werden wir jetzt die Sachen hier lassen und dann erstmal die Stadt erkunden. Käffchen trinken, bis frühstücken. Los geht's. Ein wirklich süßer Laden. Hier draußen ist auch cute. Oh ja, hier, wo die beiden gerade aufstehen, ist doch geil. Ein schönes Plätzchen. Okay, jetzt wollen wir aber mal das erkunden, wofür wir extra nach Jeonju gereist sind. Wir wollen einen Blick in die traditionsreiche Geschichte des Landes werfen, und wo könnte man das besser als in einem Schrein? Okay, dann lass uns mal. Sieht schon richtig toll aus hier mit den Verzierungen. Und wenn du die siehst, freust du dich auch schon bald auf deinen Hanbok? Ja, wenn ich die so angeguckt habe, dann überlege ich mir schon, welche Farbe ich am schönsten finde. Damit ich schon mal so eine kleine Idee im Kopf habe und dann nicht völlig lost morgen stehe. Ja, wie ihr hören könnt, kommt hier noch einiges auf euch zu. Aber lasst uns erstmal hier im Schrein weitermachen, denn hier gibt es einiges zu entdecken. Was wir nämlich richtig spannend fanden, ist, dass man hier einen Blick auf königliche Porträts werfen kann. Also hat man mal gesehen, wie die Kaiser hier früher wohl aussehen sollten. Und wenn man richtig mutig war, kann man auch von sich selbst ein königliches Porträt erstellen lassen. Aber naja, dazu muss ich wohl nicht viel sagen.
Wir haben an dieser Stelle gemerkt, dass uns vor allem die Außenwelt hier beeindruckt und ziehen daher weiter durch die historischen Straßen von Jeonju. Okay, wir haben nun genug entspannt. Es wird Zeit, dass wir endlich mal was fooden. Denn wir haben mittlerweile schon 1:30 und dann geht es noch weiter. Den nächsten Schrein erkunden und auch noch so eine andere süße kleine Gegend, die noch auf dem Plan steht. Vorher werden wir aber etwas essen, wofür diese Region hier berühmt ist. Sie heißt Bibimbap, glaube ich. Ich zeige es euch gleich auf der Karte. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Und es sieht auch schon richtig urig aus, oder? Bibimbap. So heißt das, was wir jetzt essen. Der Laden hier hat sehr gute Bewertungen. Ich glaube 4,8. Wir haben auf jeden Fall sehr Hunger und freuen uns dementsprechend jetzt aufs Essen. Also Freunde, das Essen ist da. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Wir haben eine Suppe dazu bekommen. Eine Muschelsuppe. Wir beide essen gar keine Muscheln, deswegen bin ich mal gespannt, wie es schmeckt. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Also die Brühe ist lecker. Schmeckt überhaupt nicht fischig. Dann haben wir hier irgendwas Eingelegtes. Wir haben hier Kimchi mit Soße und hier haben wir irgendwas anderes, was ich nicht weiß. Oh, das ist ein super schönes Restaurant. Direkt nach diesem Festmahl sind wir noch durch eine historische Stätte gewandert, wo man wirklich auch viel schlendern konnte. Viel mehr gab es dann aber auch nicht, außer dass alles mal wieder richtig schön aussah. Das war aber auch gar nicht so schlimm, denn es lag auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel, dem Künstlerviertel von Jeonju. Und damit herzlich willkommen hier im Künstlerviertel. Ihr seht schon hier die Studio Ghibli-Zeichnung, sehr, sehr cute von Ishiros Reise ins Zauberland. Eigentlich sind wir nur deswegen hier. Ich träge eins der ersten Bilder, aber wir gehen trotzdem mal weiter rein. Und während man hier durch die verwinkelten Gassen umherwandert, kommt man an vielen Wandgemälden vorbei. Einige sind riesengroß und dadurch ziemlich beeindruckend, andere laden eher zum Scherzen ein. Für uns ist es in diesem Moment eine willkommene Abwechslung vom vielen Trubel in der Altstadt von Jeonju. Unsere Lieblingsmalereien waren vor allem die mit Bezug zu den Studio Ghibli-Filmen. Die Gegend war auf jeden Fall sehr schön. Man könnte dort vermutlich deutlich mehr Zeit verbringen, als wir es jetzt getan haben. Aber wir wollen jetzt einen schönen Tee trinken bei uns in der Gegend, wo unser Hotel ist. Und wir wollen mal schauen, ob wir lieber ein bisschen was Kleineres, Süßeres, vielleicht auch was Ruhigeres finden. Deswegen haben wir uns jetzt hier einen schönen Laden rausgesucht, wo wir einen Tee trinken können. Es ist eine total idyllische Stimmung hier. Die Akkus sind leer, nicht nur von meinem Osmo Pocket, sondern auch von uns. Wir sind aber nun auch schon wieder bei der Unterkunft angekommen. Wir wurden gerade schon eingewiesen. Das hier ist unser Raum. Und jetzt werden wir uns erstmal kurz ausruhen, die Sachen wechseln, vielleicht einen kleinen Powernap. Und dann wollen wir noch was Schönes essen gehen, hier in der Altstadt von Jeonju. Irgendwie so. Let's go. Okay, und während wir hier eine kleine Pause machen, kann ich euch ja mal eben das Zimmer zeigen. Wenn wir reinkommen, haben wir hier direkt den Aufenthaltsraum, wo sogar ein Fernseher hängt. Gehen wir hier ein paar Schritte weiter, kommen wir zum Badezimmer, wo man mitten im Raum auch duscht. Ja, das ist crazy, aber wir haben hier auch schon viel Schlimmeres gesehen. Nach vorne hin haben wir dann einen kleinen Sitzbereich, aber die Magie findet oben statt. Gehen wir die Treppe hoch, ist hier unser Schlafbereich, wo wir auf dieser Matte schlafen.
Ja, und wenn ich das gerade so sehe, sieht der Balken echt ziemlich bescheuert aus. Aber am Ende haben wir doch ganz gut geschlafen. Eine kleine Pause später. Wir haben uns ein bisschen erholt. Man sieht, die Lichter gehen bereits an und wir werden jetzt was Schönes essen. Alice hat was rausgesucht und da laufen wir jetzt mal hin. Ja, es gibt noch eine Sache, Freunde. Ich weiß nicht, ob ich euch das an diesem Punkt im Video schon erzählt habe, aber wir werden auch noch in so ein schönes Gewand schlüpfen, aber in der Innenstadt von Seoul. Und hier können wir uns schon die ganze Zeit ein bisschen Inspiration holen, weil hier halt auch schon so ein Bereich ist, wo viele Leute das machen. So ein Hanbok nennt sich das. Während ich immer gesagt habe, Alicia wäre eher sowas Girly-mäßiges, sagt sie gerade, dass sie diese Kombi hier geil findet. Ich muss sagen, da drin könnte ich mich aussehen. Die sieht echt richtig toll aus. Ich mag dieses Grün und so das Gold dazu. Da könnte ich mir uns beide sehr gut drin vorstellen. Ja. Nun haben wir aber genug geschwafelt. Lass uns mal schauen, was Alicia zum Abendessen rausgesucht hat. Und hier hat Alicia mal wieder bewiesen, wie gut sie mittlerweile darin ist, die besten Restaurants in der Umgebung herauszusuchen. Klar, das war jetzt nicht besonders traditionell, aber es war ein Besuch wert. Es gibt jede Menge selbstgebrautes Bier, dazu Popcorn, so viel man möchte und richtig leckeres Essen. Meine Lieben, das Bier war lecker. Ja, wirklich. Wie auch immer, Leute, es war ein schöner Tag. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und morgen geht's weiter und morgen habe ich Geburtstag. Meine Lieben, heute gehen wir es ein bisschen ruhiger an. Heute ist auch ein spezieller Tag, denn ich habe Geburtstag. Erstmal vielen Dank an all die lieben Grüße, an all meine Freunde, die an mich gedacht haben und ja, mir heute Morgen eine schöne Videobotschaft präsentiert wurde. Hat mich sehr gefreut. Wir sitzen jetzt hier am Fluss, werden einfach noch 2-3 Stunden so richtig genießen hier bei dem Wetter. Das habe ich mir gewünscht für heute und dann geht es wieder zurück nach Seoul. Und was wartet da auf uns? Heute Abend wartet auf uns noch ein kleines Geburtstagsessen, denn wir wollen nochmal die koreanische Spezialität des Fried Chicken ausprobieren. Ja. Und das ein oder andere Bierchen vielleicht dazu trinken. Es wird nochmal ein bisschen gefeiert, bevor es dann morgen richtig traditionell wird. Ja, auf jeden Fall freut euch mit uns zusammen auf einen schönen, entspannten Tag. Let's go! Aber ganz so entspannt war es dann doch nicht, denn während wir hier nur kurz etwas essen wollten, hatten wir dann den Einfall, dass wir nochmal etwas ganz Besonderes ausprobieren sollten und Jeonju wäre dafür vermutlich die richtige Anlaufstelle und deswegen haben wir uns dann ganz schnell auf den Weg gemacht, noch einmal ein traditionelles Teehaus zu besuchen in der Altstadt von Jeonju. Mit dem ersten Schritt ins Teehaus waren dann aber alle Sorgen vergessen. Schuhe aus und rein. Es war zwar so still, dass ich mich ein wenig wie ein Elefant im Porzellanladen gefühlt habe, aber nach wenigen Minuten hat man sich hier wirklich richtig wohl gefühlt. Ich meine, guckt euch diesen wunderschönen Garten an. Man merkt dann schnell, dass es hier nicht um das Teetrinken an sich geht, sondern vor allem um die Zubereitung. Jeder Handgriff sitzt, es hat fast etwas Meditatives hier zuzuschauen und zum Schluss hatte ich die Ehre, den Tee dann zubereiten zu dürfen. Und wie schmeckt der Tee nun? Oh, der wird dir gefallen.
Ist gut? Gefällt mir richtig gut. Was war das für eine schöne Erfahrung in diesem Teehaus. Hat uns sehr gut gefallen. Man hat den Tee selber aufgebrüht. Das haben wir, glaube ich, auch noch nie gemacht, obwohl wir ja schon lange jetzt hier in ganz Südostasien unterwegs sind. Aber das hat uns nochmal komplett abgeholt. Jetzt laufen wir nochmal die Straßen und dann müssen wir gleich zum Bahnhof. Back in Seoul. Jetzt werden wir erstmal die Sachen ins Hotel bringen und dann geht es nochmal los. Wir wollen nochmal Korean Fried Chicken essen. Da freue ich mich extrem drauf. Und dann werde ich nochmal anstoßen auf die vielen lieben Grüße, die ich heute bekommen habe. Ja, einfach nochmal meinen Geburtstag feiern. Let's go! Leute, jetzt mal ehrlich, wie cool ist diese aussieht einfach. Da unten spielen Leute Fußball. Ich weiß nicht, ob das eine Schule ist. Ganz viele bunte Häuser. Im Hintergrund ein bisschen Berge. Boah, da hinten auch. Man sieht die ganzen unterschiedlichen Grautöne. Ist einfach schön. Schauen wir mal, Was wird? was wird. Oh, spicy, ja. Also was haben wir alles bestellt? Wir haben einmal die Chicken Wings, dann haben wir ein Brot mit Garlic und Cheese und gerade kamen noch ein paar Kartoffelwedges dazu mit einer Soße. Ich weiß nicht, ob es einfach nur Ketchup ist. Und hier, wie gesagt, noch so ein eingelegtes Kram. Sehr, sehr geil. Und die ganzen Chicken Wings haben uns dann beflügelt. Vielleicht waren es auch die 1, 2 Bier. Dann nochmal etwas wirklich typisch Südkoreanisches zu machen. Ich finde das eigentlich süßer. Dich auf jeden Fall da mit dem Faultier. Es hat wirklich richtig Spaß gemacht in der Fotobox. Ich bin überrascht, was wir hier schon wieder alles erleben, was wir erleben dürfen. Und dennoch, das Beste kommt überhaupt noch. Also bleib unbedingt bis zum Ende dran, um zu erfahren, warum Alicia überhaupt so gerne nach Südkorea wollte. Und damit meine ich nicht das, was wir hier jetzt auf dem Nightmarkt noch finden. Okay, wir haben etwas gefunden, was uns auch gefällt, und zwar was Süßes. Ein kleiner Fisch.
heute muss es schnell gehen, deswegen frühstücken wir hier bei 7-Eleven, bei so einem kleinen Supermarkt. Es gibt Onigiri für mich, dazu noch ein kleines Sandwich, Schinken, Käse, ganz simpel. Alice hat sich einen Joghurt gezogen, hat sie Bock drauf. Und dann können wir nochmal einen Blick hier reinwerfen, was haben wir noch? Ja, ein bisschen für den Stresshunger, ein bisschen was Süßes, noch einen Kaffee, ein paar Bananen. Let's go! Meine Lieben, heute ist einiges passiert. Wir sind heute extra früh aufgestanden, weil wir ja in diese traditionellen Kleider schlüpfen wollten. Wir sind hingefahren mit dem Taxi extra, haben uns nur ganz schnell beim Convenience Store was zu essen geholt und dann kommen wir da an, sind in den Laden rein, suchen uns gerade Kleider aus und dann sagt sie einfach, heute ist der Palast, also der Ort, wo man dann die Fotos schießt, geschlossen. Der hat immer dienstags geschlossen, viele Leute wissen das nicht, meinte sie. Und wir gehörten dazu. Jetzt sind wir auf dem Weg in ein Viertel, Sinsadong heißt es hier. Das ist auf der anderen Seite vom Fluss, also wir müssen gleich ein ganzes Stück mit der Bahn fahren. Und da wird nochmal so dieses ganze Streetwear, das was wir gern tragen, diese Marken sind da, Stussy, Supreme. Und wir hoffen natürlich, dass es da auch noch ein paar lokale koreanische Marken gibt, denn dafür sind wir natürlich hier, etwas zu finden, was man sonst nirgendwo findet. Dementsprechend haben wir richtig Bock auf den heutigen Tag. Ich freue mich. Es hat sich am Anfang noch angefühlt wie ein Fehlschlag, aber wenn wir mal ehrlich sind, die Hauptstadt von Südkorea hat natürlich noch viel mehr zu bieten. Also konzentrieren wir uns jetzt darauf, das Beste daraus zu machen und hoffentlich klappt dann morgen alles. Meine Lieben, ihr wisst, wie es ist. Jeder gute Tag startet mit einem Kaffee. Deswegen waren wir gerade in der Bakery. Haben uns eine Latte geholt und noch ein paar Snacks. Hauen die jetzt rein und dann sind wir auch schon da, wo wir gleich hinwollen. Ein ganz weiches Brot. Irgendwie ein Milchbrot gefüllt mit einer roten Bohnenpaste. Schmeckt wirklich sehr lecker. Die Paste hat einen guten Geschmack dafür. Okay, nun aber, lass uns mal schauen, ob wir ein schönes modisches Andenken an unsere Zeit in Südkorea finden. Der Laden hier heißt Alessi Espresso und er klingt nicht nur italienisch, finde ich, er erinnert mich auch so an Mailand. Also es ist ein bisschen zu modern für Italien alles, aber ich fühle mich sehr wohl hier. Und was auf jeden Fall hier italienisch ist, auf der Karte gibt es auch einen Aperol Spritz. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum Alicia hier so strahlt. Ich war nämlich schon erfolgreich, habe mir ein T-Shirt gekauft und das ist, würde ich sagen, eine lokale Marke, beziehungsweise steht Seoul drauf. Das habe ich gefunden, als wir hier durch die Straßen gelaufen sind. Das sah von außen total interessant aus, der Laden. Meine Lieben, wir haben eine unglaublich gute Zeit hier. Wir kriegen aber auch langsam Hunger, denn es ist jetzt auch schon fast 4 Uhr. Wir haben nur diese 1-2 Croissants gefrühstückt und deswegen wollen wir uns jetzt einen Burger holen. Und das werden wir jetzt mal machen.
Ein weiterer sehr interessanter Tag neigt sich langsam dem Ende zu. Wir haben jetzt nicht ganz so viel gefunden, ein bisschen was bei Olive Young. Ansonsten haben wir einen geilen Burger gehabt, haben einfach nochmal die Energie hier aufgesaugt. Wir hatten auf jeden Fall eine geile Zeit hier. Jetzt werden wir nach Hause fahren, erstmal ins Hotel und morgen geht es dann weiter. Dann können wir hoffentlich endlich die Hanboks anziehen und den traditionellen Teil hier in Seoul absolvieren. Ich freue mich sehr. Okay Freunde, wir haben hier einige Probleme. Das Kleid von Alicia ist leider zu kurz. Ich stehe jetzt schon hier. Ich werde gleich nochmal fertig eingekleidet mit dem Oberteil. Es ist crazy voll hier tatsächlich. Richtig chaotisch und Alicia ist glaube ich auch schon kurz vom Nervenzusammenbruch. Aber wenn wir es gleich geschafft haben, dann geht es endlich raus. Dann werden wir richtig cool aussehen. Ich bin gespannt. Hier ist auch noch eine mega Schlange zum Haare machen. Das ist wirklich... Oh, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, dass ich gespannt bin. Naja, ist auch egal, denn wir haben endlich etwas zum Anziehen gefunden und gehen uns mal umziehen. Wir beide sehen heute richtig cute, oder? Guckt euch das an, wir haben uns beide für so einen schönen Grünton entschieden. Ja, wunderschön. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Wahl. Nicht nur unsere Outfits gefallen uns hier sehr, auch der Gyeongbokgung-Palast ist ein schöner Ort. Der schon über 600 Jahre alte Palast ist zwar dezent, aber ziemlich weitläufig und dadurch auch beeindruckend. Doch besonders durch die vielen Besucher in den traditionellen Kleidern ergibt sich dieses Schauspiel und man hat für einen Moment das Gefühl, in der Vergangenheit zu sein, als hier noch die Kaiserfamilie gelebt hat. Dass hier so viele Besucher im Hanbok unterwegs sind, hat übrigens einen Grund. In diesem traditionellen Gewand kriegt man kostenfreien Eintritt hier in diesen Tempel, in dem wir stecken. Auf jeden Fall kann man hier wahnsinnig viele schöne Bilder machen. Wir haben schon einige sehr coole Bilder gemacht. Ja. Und schlendern jetzt eigentlich nur hier rum. Genießen ein bisschen die Zeit in diesem schönen Outfit. Wir haben 3 Stunden und dann werden wir euch gleich mal zeigen, was für schöne Bilder dabei rausgekommen sind. Ja, Freunde, solche Tage sind es, an die man sich später am liebsten erinnert. Und dennoch habe ich im Vorfeld immer Zweifel, ob ich das machen möchte oder ob es nicht viel zu unangenehm ist, so etwas anzuziehen. Zum Glück hat Alicia mich heute überzeugt. Und an alle da draußen, die manchmal genauso zweifeln wie ich. Was ich gerade auch noch sagen wollte, ist, dass man sich natürlich gut vorstellen kann, dass ich auch gar keinen Bock auf das ganze Thema hatte und das nur für dich gemacht habe. Aber es ist doch ganz cool. Man fühlt sich einfach mal für diesen einen Tag heute ein bisschen anders als sonst. Irgendwie schöner. Wir haben aber auch Glück mit dem Wetter im Allgemeinen. Ne? Wir haben ja jetzt sogar richtig blauen Himmel. Und obwohl hier richtig viel los war, gab es dann doch noch genügend Ecken, wo nicht so viele Leute waren, sodass auch richtig schöne Bilder entstanden sind. Das hier sind ein paar unserer Lieblingsbilder. Dann waren unsere 3 Stunden auch schon wieder vorbei. Doch, tatsächlich schon. Ich freue mich auch schon sehr auf die Ergebnisse später. Das glaube ich. Aber ich bin auch sehr froh, jetzt wieder zurück
das Ding wieder auszuziehen, meine normalen Schuhe an und dann gehen wir irgendwo was Schönes trinken. Ach, ja, ich freue mich. Wir sind mittlerweile in diesem kleinen traditionellen Viertel angekommen, aber ich bin ehrlich, ich bin komplett im... Wir haben gerade eben noch eine Pizza gegessen, wir haben uns schon was vom Café geholt. Wir waren beim Bäcker, aber all das hat nicht geholfen. Ich bin irgendwie, die Luft ist raus. Jetzt geht es erstmal nach Hause, um diesem wirklich wahnsinnigen Wochenende, das wir hier verbracht haben, nochmal die Krone aufzusetzen mit einem letzten schönen Abend. Wir haben uns gedacht, für den letzten Tag suchen wir uns nochmal was ganz Besonderes aus. Wir haben ein koreanisches Restaurant, in dem es Korean Barbecue gibt. Und der Laden hat bei über 1000 Bewertungen eine saubere Bewertung von 4,9. Hab sehr Bock. Das letzte Mal war es auch schon sehr lecker. Wir freuen uns. Also was haben wir? Wir haben 2 Bier, ein Soft Tofu Stew, also Nudeln mit Tofu, 2-mal Reis und einmal Beef Ribs. Wir werden es erstmal probieren. Wir haben hier eingelegte Zwiebeln. Wir haben ein bisschen Gemüse, was aussieht wie mit einer Chili-Paste. Wir haben eingelegtes... Ja, meine Lieben, ich habe wie so oft eigentlich gar keine Ahnung, was wir hier tun. Eine sehr blöde Sache ist auch, dass die Stäbchen hier einfach in Südkorea keine richtigen Stäbchen mehr sind. Das sind so ganz flache Stäbchen. Bei allem, was wir hier auf der Reise mal so gegessen haben, ist auch immer ein bisschen Ausprobieren dabei. Und gerade wenn man wieder so viel hier auf dem Tisch stehen hat, zum Beispiel das Fleisch, was wir jetzt schon gegrillt haben, wir haben hier so eine Zwiebelsoße, das einmal eintauchen und das schmeckt richtig lecker. Unfassbar lecker. Wir kriegen mal ein bisschen Hilfe hier, damit es ein bisschen schneller geht, weil gleich die Kochfläche wieder weggenommen werden soll für das andere Stück Fleisch, was wir bestellt haben. Und das soll dann direkt auf die Grillfläche gelegt werden, aufs Grillrost. Ja, und tatsächlich ist das allerletzte Abendessen, das wir in den 7 Monaten in Südostasien gehabt haben. Diesen Moment möchte ich einmal nutzen, um mich bei allen zu bedanken, die hier in den letzten Monaten dabei gewesen sind und unsere Videos geschaut haben. Mit jedem Kommentar bekommen wir noch mehr Lust weiterzumachen und so werden wir es in Zukunft auch machen. Als nächstes werden wir hier unsere 3-wöchige Motorradreise durch komplett Vietnam hochladen, also vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, um auch keines der folgenden Videos zu verpassen. Also, bis zum nächsten Mal, ciao!